Pam Reynolds war 35 Jahre alt, als die Ärzte einen lebensbedrohlichen Tumor in ihrem Gehirn fanden. Die Operation war extrem. Ihre Temperatur wurde auf 15 Grad heruntergekühlt, ihr Herz wurde gestoppt und ihr Gehirn zeigte keine messbare Aktivität. Und doch, als sie Stunden später aufwachte, beschrieb sie exakt, welche Instrumente die Ärzte benutzt hatten. Sie konnte die Gespräche der Ärzte wiedergeben. Details, die sie eigentlich nicht hätte wissen können. Dieser Fall wurde in der Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert und zeigt sehr schön einige der Argumente sowohl der Skeptiker als auch derjenigen, die eine Erklärung, die über den aktuellen Stand der Wissenschaft hinausgeht, bevorzugen. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, das muss erklärbar sein. Es muss da eine rationale Erklärung geben dafür. Es klingt so unglaublich. Aber je mehr ich weiter gesucht habe, umso komplizierter wurden die Erklärungen. In diesem Video werde ich dir keine Beweise für ein Leben nach dem Tod liefern. Es geht darum, was Tausende von Menschen weltweit berichten, welche Erfahrungen sie gemacht haben und wo die wissenschaftlichen Erklärungen enden. Und es geht nicht um einfache Antworten, sondern um eine ehrliche Auseinandersetzung mit diesem Phänomen. Es geht um eine Auseinandersetzung mit einem Phänomen, das eine Grenze zieht zwischen dem, was wir wissenschaftlich erklären und erforschen können, und dem, was Menschen real erleben, was sich aber oft einer wissenschaftlichen Erklärung entzieht. Was berichten Menschen? Nahtoderfahrungen sind erstaunlich konsistent, unabhängig davon, ob sie in Europa, in den USA, in Indien oder in anderen Ländern passieren. Die Berichte ähneln sich in verblüffender Weise, unabhängig eben vom Landstrich, in dem die Menschen, die diese Dinge erlebt haben, wohnen und auch unabhängig von ihrer Kultur und ihrer Religion. Lass uns die häufigsten Elemente durchgehen. Das sind zuerst einmal die sogenannten Out-of-Body-Erfahrungen. Das heißt, viele Menschen sehen sich plötzlich außerhalb ihres Körpers, sie schweben unterhalb der Decke, sie sehen ihren Körper und die Ärzte, das ganze Szenario um sie herum bzw. unter ihnen von außen, als ob sie eben eine Sicht haben von oben. Wenn sie wieder zurückkommen, berichten sie oft über Details, die sie eigentlich überhaupt nicht hätten wissen können. Zum Beispiel die Seriennummer einer OP-Lampe, die aber nach oben angebracht ist, das heißt, die ein Patient von unten überhaupt nicht wahrnehmen kann. Ein Mann berichtete, dass er aus dem OP schwebte, den Flur entlang und im Wartezimmer die Schuhe seiner Frau sah. Als er wieder da war, beschrieb er die Schuhe exakt und es hat sich herausgestellt, dass sie genau diese Schuhe getragen hat. Wie ist das möglich? Die zweite und auch häufige Erfahrung sind Tunnel und Licht. Das heißt, viele berichten, dass sie in einen dunklen Tunnel gezogen werden, an dessen Ende ein helles Licht ist, eigentlich oftmals beschrieben als warmes Licht, als interessantes Licht und eben als positiv wahrgenommenes Licht. Und manche beschrieben dieses Licht eben als das schönste Licht, das sie jemals gesehen haben. Dann gibt es eine starke emotionale Komponente. Viele berichten davon, dass sie das Gefühl haben von Glück, von Liebe, von Zufriedenheit. Und viele sagten auch, sie wollten eigentlich gar nicht mehr zurück. Gelegentlich aber, und das wird oft vergessen, beschreiben Menschen mit Nahtoderfahrungen auch Gefühle von Angst, von Isolation, von Kälte. Das ist nicht so häufig, aber es kommt durchaus vor. Ein weiteres Element, das als sehr eindrucksvoll von den Betroffenen beschrieben wird, ist der Lebensrückblick. Die Betroffenen sehen sich dabei aber nicht nur einen Film an, rückwärts und vielleicht auch im Zeitraffer, sondern sie fühlen das Erlebte noch einmal. Ein Mann sagte zum Beispiel, ich sah jeden Moment meines Lebens und ich fühlte nicht nur das, was ich damals in der Situation selber gefühlt habe, sondern fühlte auch das, was mein Gegenüber gefühlt hat. Das heißt, die Person, mit der ich zu dem Zeitpunkt interagiert habe. Ich fühlte die Freude, die ich Menschen gegeben habe, denen ich begegnet bin, aber auch den Schmerz, den ich ihnen zugefügt habe. Und das ist definitiv keine abstrakte Erinnerung, das ist eine emotionale Konfrontation. Eine weitere häufige Erfahrung, die Menschen mit Nahtodeserfahrungen machen, sind Begegnungen mit Verstorbenen, mit Angehörigen, mit Freunden, mit Bekannten, mit Großeltern, mit Menschen, die sie früher gekannt haben. Und manchmal ist es sogar so, dass sie überhaupt nicht wussten, dass diese Person bereits gestorben war, als sie in ihrer Nahtodeserfahrung getroffen hatten. Eine Frau berichtete zum Beispiel, ihre verstorbene Schwester gesehen zu haben. Das Problem dabei war nur,
dass sie gar nicht wusste, dass sie eine Schwester hatte. Ihre Mutter hatte ein Kind weit vor ihrer Geburt verloren, hatte das aber nie kommuniziert, nie erzählt. Und die Familie bestätigte dieses Szenario im Anschluss an die Erfahrung dieser Frau, im Anschluss an die Nahtodeserfahrung. Wie kann man das erklären? Und dann der eine Satz, der immer wieder auftaucht: Du musst zurück, du hast noch etwas zu erledigen. Die einen beschreiben es als Stimme, als reale Stimme, die anderen beschreiben es als eine Art Wissen, das auftaucht, das da ist. Und alle sagen aber, es gab immer einen Grund, warum sie zurück mussten. Als Wissenschaftler war mein erster Gedanke, das muss erklärbar sein. Es muss eine wissenschaftliche Erklärung, eine plausible Erklärung für diese Phänomene geben. Und das ist auch richtig, die Wissenschaft kann einen Teil dieser Phänomene erklären. Und viele von diesen Erklärungen sind überzeugend. Da ist zum einen der Sauerstoffmangel. Das Gehirn bekommt zu wenig Sauerstoff und als zweite Komponente der Stress. Ein Gehirn unter Sauerstoffmangel kann Halluzinationen erzeugen. Das kann den Tunnel erklären und dieses Licht erklären und auch weitere visuelle Phänomene. Die Halluzinationen sind natürlich in der Form dann nicht begrenzt. Extremer Stress auf der anderen Seite sorgt dafür, dass Endorphine in den Körper ausgeschüttet werden. Und Endorphine sorgen eben dafür, dass man ein Glücksgefühl empfindet, dass man ein Gefühl von Geborgenheit hat. Es sind letztlich natürliche Opiate. Eine weitere Erklärung für diese Effekte sind neurobiologische Prozesse im Gehirn. Im Gehirn gibt es einen Bereich, den sogenannten temporoparietalen Übergang. Und dieser Übergang ist für das Körpergefühl zuständig. Das heißt, wenn dieser Bereich gestört wird, kann es zu Out-of-Body-Experiences führen. Das heißt, du hast das Gefühl, du befindest dich außerhalb deines Körpers. Und das Körperschema ist dann in dem Fall gestört. Man kann das sogar im Labor nachstellen und man hat das im Labor bereits auch erzeugt bei Freiwilligen. Weitere Erklärungen hier sind Ketamin und Psychedelika. Ketamin ist ein Anästhetikum und es ist dafür bekannt, dass es ganz ähnliche Erfahrungen wie diese Nahtoderfahrungen erzeugen kann. Also hier zum Beispiel Tunnel, Licht und auch Out-of-Body-Gefühle, also Gefühle, dass man außerhalb seines Körpers ist. Aber auch sehr interessant, tiefe Meditation kann ähnliche Zustände hervorrufen. Und diese Dinge sind neurologisch messbar und auch reproduzierbar. Und du wirst dir vielleicht dieselbe Frage stellen, die ich mir damals, als ich das gelesen habe, zum ersten Mal auch gestellt habe, nämlich, okay, das erklärt vieles. Aber erklärt es auch alles? Also Tunnel, Licht, Körperauflösung, emotionale Intensität werden hier eigentlich von der Wissenschaft recht gut erklärt. Aber was ist mit der Frau, die ihre Schwester gesehen hat, von der sie überhaupt nichts wusste? Ist das einfach eine Rekonstruktion? Ist das ein Zufall? Vielleicht, aber es bleibt unbequem und es ist in meinen Augen keine wirklich schlüssige und gute Erklärung für dieses Phänomen. Dann die ganzen Details, die wahrgenommen werden. Schuhe im Warteraum, die Schuhe seiner Frau, exakt das Paar, das sie an diesem Tag getragen hat. Und ich gehe davon aus, dass seine Frau wahrscheinlich nicht nur ein Paar Schuhe besaß. Dann Instrumente, die genau beschrieben werden. Gespräche, die genau so in der Form, wie sie geführt wurden, wiedergegeben wurden. Und viele andere Dinge auch. Halluzinationen bringen ja normalerweise keine exakten Details von den Dingen mit. Dann der Lebensrückblick, der nicht nur visuell ist, sondern auch emotional. Man kann natürlich jetzt argumentieren, das ist auch eine Rekonstruktion des Gehirns. Das Gehirn speichert eben nicht nur Informationen ab, sondern eben auch die dazugehörigen Emotionen, die wir erlebt haben und rekonstruiert dann eben diese ganzen Dinge in diesem Rückblick. Das wäre natürlich eine mögliche Erklärung. Man muss dann aber auch die Frage stellen, warum ist das Ganze so kohärent? Das heißt, warum berichten so viele Menschen von exakt diesem Phänomen? Und eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe, ist auch, die Menschen, die diese Nahtodeserfahrung erlebten, haben sich im Nachhinein sehr stark geändert. Viele berichten, sie haben plötzlich keinerlei Angst mehr vor dem Tod. Sie wurden empathischer und sie haben eine andere Sichtweise auf unsere Welt. Das heißt, es sind massive Änderungen mit diesen Menschen passiert. Das kann man zum Teil damit erklären, dass das auch eine einschneidende Situation war, diese Nahtodeserfahrung. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, erklären Halluzinationen und derartige Erlebnisse diese einschneidenden Änderungen bei Menschen,
kommt man dann doch ins Grübeln. Denn das sind keine kurzfristigen Effekte, die vielleicht so einige Wochen später noch nachwirken, sondern das sind langfristige Dinge, die oftmals ein Leben lang anhalten. Und die Frage ist eben, kann eine Halluzination das leisten? Ich sage hier nicht, dass die Wissenschaft falsch liegt, denn die Wissenschaft erklärt das Wie hier sehr gut, zumindest in einigen Bereichen dieser Phänomene. Was offen bleibt, ist das Warum, die Bedeutung, die Tiefe, die Transformation. Dazu kommt, dass wir Menschen gerne in Schwarz-Weiß-Schemata denken, einfach weil es einfacher ist, etwas einzuordnen. Schwarz oder weiß, eckig oder rund, süß oder sauer. In diesen Kategorien zu denken, macht unser Leben einfacher und wir können sehr viele Dinge, die um uns herum passieren und auch ungewöhnliche Dinge viel schneller einordnen, als wenn wir erst differenzierter an diese Geschichte herangehen müssten. Aber auf der anderen Seite mal ehrlich, wenn man mit Ketamin einige dieser Effekte auslösen kann, heißt das dann, dass ich das nur mit Ketamin kann, dass nur Ketamin in der Lage ist, zum Beispiel diese Effekte, diesen Tunnel, dieses Licht am Ende des Tunnels und auch andere Halluzinationen auszulösen. Ist das legitim, das zu sagen? Es geht eben nicht nur so, es geht eben nicht nur mit Ketamin. Das wäre dann so, wie wenn ich sagen würde, ich habe jetzt den Benzinmotor verstanden und dann aber postuliere, man kann diesen Motor eben nur mit Benzin betreiben. Aber es geht letztlich auch mit kleineren Änderungen, auch mit Diesel oder mit Wasserstoff oder mit Gas, also auch mit anderen Komponenten. Und es gibt andere Möglichkeiten, eben auch zum selben Ziel zu kommen, nämlich sich fortzubewegen mit Hilfe eines Motors. Und ich denke, hier gibt es auch noch Raum für weitere Forschungen und auch für weitere Überlegungen. Eine weitere Frage, warum ähneln sich diese Nahtoderfahrungen unabhängig von der Kultur, von der Herkunft, vom Land, in dem sie erlebt werden, so stark? Ein paar Gründe, die es dafür geben kann. Einmal universelle Prozesse. Das heißt, die Menschen ähneln sich sehr stark, ihre Gehirne ähneln sich sehr stark und die Reaktion auf Stress und ähnliche Mechanismen sind dann natürlich auch erwartungsgemäß ähnlich. Also universelle neurobiologische Prozesse und universelle Stressreaktionen. Oder auch archetypische Strukturen, wie sie von C.G. Jung, den kennen wir von den Synchronizitäten, beschrieben werden. C.G. Jung beschreibt universelle Symbole, die im kollektiven Unbewussten verankert sind, also Licht, Tunnel, Wiedergeburt. Ein weiterer Grund können hier existenzielle Konstanten sein. Wir Menschen erleben Geburt, Tod, Verlust und weitere Dinge und vielleicht formen diese Erfahrungen ähnliche innere Bilder. Ein weiterer Grund wären dann noch diese Erzähl- und Selektionsmechanismen. Wir erzählen Geschichten weiter, die wir kennen, und das könnte erklären, warum wir dann auch in unserem Inneren ähnliche Bilder in uns haben, die dann bei Extremsituationen unter Umständen hochkommen können. Das heißt, diese Geschichten prägen, wie wir unsere eigenen Erfahrungen deuten, und das kann natürlich auch in diesen Extremsituationen passieren. Ich persönlich denke, es ist vermutlich eine Mischung, wie in vielen Fällen. Es ist meistens nicht schwarz oder weiß, in manchen Fällen schon, das ist schön, das ist auch einfach, aber in manchen Fällen eben nicht. Und ich denke, in diesem Fall kann es sich hier um eine Mischung handeln. Die Neurobiologie erklärt die Form, aber der Inhalt, die Bedeutung, der scheint sich einer neurobiologischen Erklärung zu entziehen. Kommen diese Dinge von innen, aus uns selbst oder eben doch von außen, wie auch viele von uns denken? Ich kann es an dieser Stelle nicht sagen. Es ist noch nicht bekannt, es ist nicht erforscht und es ist immer noch sehr viel Raum für Spekulationen da. Und vielleicht machst du dir auch dein eigenes Bild und denkst darüber nach und kommst zu deinem eigenen Schluss. Ich würde mich freuen, wenn du den in die Kommentare schreiben würdest, was du denkst. Wo kommt es her? Außer Frage steht aber, und das kann man definitiv sagen, dass das Erlebte für die Betroffenen real ist. Und was können wir hier nach dem Gesagten für uns mitnehmen? Nahtodeserfahrungen liefern momentan keine endgültigen Antworten. Es bleibt genügend Spielraum, um seine eigenen Gedanken einzubringen, und es gibt noch sehr viel zu erforschen und auch nachzudenken über die Dinge, die dort passieren. Und Nahtodeserfahrungen sind es natürlich allemal wert, über sie nachzudenken und sich nicht nur mal eben, sondern längere Zeit auch Gedanken über sie zu machen, weil ich denke auch, dass man aus diesen Erfahrungen von anderen Menschen sehr viel auch für sich selbst mitnehmen, sehr viel für sich selber lernen kann.
Und sie erinnern uns wieder einmal daran, dass es Dinge gibt, die wir noch nicht so richtig verstehen. Und sie markieren diese Grenze, die ich vorher schon kurz erwähnt habe, zwischen dem, was wir nachvollziehen, messen, wissenschaftlich begründen können und dem, bei dem das eben nicht so richtig geht oder bei dem es etwas holpert. Und ein Gedanke, der sich mir dabei aufdrängt, ist, vielleicht ist unser Bewusstsein nicht nur ein Nebenprodukt der Aktivität von Neuronen. Wenn du selbst eine Nahtoderfahrung hattest oder jemanden kennst, bei dem das der Fall war, schreib es in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Tschüss und eine gute Zeit.